Ich grüße euch auf diesem Kanal und durch diesen Kanal. Ich bin Pallas Athene und ich möchte mit euch heute über den göttlichen Plan sprechen. Den göttlichen Plan für diesen Planeten Erde und für das gesamte Sonnensystem. Und auch über den göttlichen Plan, den jeder Einzelne für sich hat. Der göttliche Plan für dieses Sonnensystem ist ein uralter Plan und er sieht vor, dass genau in dieser Zeit eine Dimensionsverschiebung stattfindet für den Planeten Erde und die Planeten, die sie umgeben, die sich mehr und mehr Richtung Sonne ausrichten. Dieser Zeitpunkt ist jetzt. Und die Energien, die Lichtcodes, die Lichtenergien, die von der Zentralsonne und von dieser Sonne zur Erde strömen, leiten genau diesen Prozess. Sie haben ihn längst eingeleitet und sorgen jetzt dafür, dass diese Energien mehr und mehr auf diesem Planeten Erde verankert werden. Das hat Einflüsse auf Mutter Erde selbst und auf jeden Einzelnen von euch, der sich auf diesem Planeten zu dieser Zeit freiwillig inkarniert hat. Mutter Erde ist nicht mehr bereit, länger zu warten. Und so richtet sich der göttliche Plan jetzt darauf aus, was Mutter Erde möchte. Sie möchte jetzt in die 5. Dimension aufsteigen. Und das bedeutet, dass diese Veränderungen, die euch bekannt sind, die immer wieder angesprochen worden sind, dass die jetzt mehr und mehr eingeleitet werden. Bei diesem Prozess braucht Mutter Erde die Unterstützung jedes Einzelnen, denn der göttliche Plan eines Einzelnen, der auf diesem Planeten jetzt inkarniert ist, beinhaltet genau das. Doch das Band des Vergessens, was jeder erhält, wenn er geboren wird, ist noch von nicht allen Lichtarbeitern, die für besondere Aufgaben in dieser Zeit vorgesehen sind, beseitigt worden. Und so kommt es dazu, dass manche Lichtarbeiter ihre Aufgabe, für die sie sich vor dieser Inkarnation verpflichtet haben, noch nicht erfüllen können, weil ihr Bewusstsein diesen Schleier des Vergessens noch nicht durchdrungen hat. Und so ist es jetzt die Aufgabe eines jeden Einzelnen, herauszufinden, was sein göttlicher Plan für diese Zeit ist. Es gilt keine Zeit mehr zu vertrödeln, denn Mutter Erde ist nicht mehr bereit zu warten und das Göttliche passt den Plan jetzt an, sodass die Seelen, die noch nicht ihre Aufgabe in dieser Zeit erkannt haben, von dem Göttlichen her ausgetauscht werden. Das muss jetzt sein, damit Mutter Erde ihren Weg gehen kann und dass der göttliche Plan sich für sie realisiert. Ihr habt vielleicht Leben um Leben dafür gerungen, dass ihr zu diesem Zeitpunkt dabei sein könnt und habt durch dieses Band des Vergessens
eure Aufgabe, euren Vertrag, den ihr vor der Geburt geschlossen habt, vergessen. Ihr werdet von eurem Inneren immer daran erinnert. Der Ruf eurer Seele ist da. Ihr müsst ihn wahrnehmen. Und das ist in dieser Zeit schwer. Und so möchten wir euch daran erinnern, dass die Zeit jetzt ist, dass jeder den göttlichen Plan erfüllt, besonders die, die eine besondere Aufgabe für diese Zeit übernommen haben. Denn diese Lichtenergien, die jetzt aus dem Kosmos hereinströmen, werden viele Menschen zum Erwachen bringen. Es wird von einem sogenannten Massenerwachen gesprochen. Das heißt, Menschen, die bisher sich noch nicht ihrer Göttlichkeit bewusst sind und noch nicht in ihrem Inneren die leise Stimme, die sich dort immer wieder meldet, ihrer Seele vernommen haben, dass die orientierungslos sind, dass sie Führung benötigen, dass da Menschen für sie da sind, die eben gemäß ihres Planes dafür ausgewählt worden sind. Es ist somit eine Frage des Bewusstseins eines jeden Einzelnen, ob er jetzt bereit ist, den göttlichen Plan, den er vorgeburtlich abgesprochen hat, durchzuführen. Wenn ein bedingungsloses Ja gegeben wird von einer Seele, erhält sie alle Unterstützung, die es bedarf, damit dieser Plan in dieser Zeit zur Vollendung kommt. Es ist ein Segen für jede Seele, denn sie möchte sich entwickeln. Sie hat sich ausgesucht, zu dieser Zeit dabei zu sein. Und so werden wir jetzt von der geistigen Welt die Seelen, die bereit sind, ihren Plan zu erfüllen, weiter schulen. Wir werden ihnen Möglichkeiten geben, sich selbst zu trainieren. Es werden ihnen Gelegenheiten zugeführt. Es werden ihnen Menschen zugeführt, die vielleicht Heilung bedürfen, die vielleicht ein Gespräch wünschen, die vielleicht Orientierung brauchen. Und so werden in dieser Zeit viele Menschen, deren Plan es ist, als Heiler tätig zu werden, ihre Heilkräfte aktivieren können. Es werden viele Menschen, deren Plan es ist, anderen Menschen Lehren weiterzugeben, Orientierung zu geben, über ihren göttlichen Plan aufklären. Sie werden als spirituelle Lehrer tätig sein. Und es werden Menschen unsere Kanäle werden, mehr und mehr. Denn in der Zeit des Massenerwachens ist jede Hilfe nötig. Wir fügen es von unserer Seite, von der spirituellen Hierarchie so, dass jeder, der berufen ist, jetzt
die Gelegenheit hat, seine Ernsthaftigkeit in seinem Tun zu beweisen, die Hingabe zu üben an das Göttliche und an die Mitmenschen. Und wenn wir von der göttlichen Seite her erkennen, dass jemand für diese Aufgaben qualifiziert ist, dass er seine spirituelle Arbeit macht, so werden wir unterstützen, wo immer wir können. Wie kann eure Arbeit, eure spirituelle Arbeit aussehen? Orientiert euch nach innen. Lasst das niedere Selbst los, was nur verstandesorientiert und nach außen gerichtet ist. Lasst die Ego-Spielchen los und orientiert euch in eurem Herzen. Versucht, die leise Stimme deutlicher wahrzunehmen. Euer höheres Selbst kennt euren Plan und auch eure Seele kennt den Plan. Deswegen orientiert euch täglich nach innen. Der Königsweg ist die Meditation. Auch hierbei sind die Erfahrungen ganz individuell, wie jeder einen individuellen göttlichen Plan hat. Wer bisher noch keine Meditationserfahrungen hat, den raten wir, damit zu beginnen. Denn die Zeit, die nun kommt, ist dafür da, sich nach innen zu richten, um von innen die Impulse zu erhalten. Ihr werdet Schritte ins Ungewisse tun müssen. Und da ist es nötig, die Führung aus dem Innen zu erhalten. Und wie gesagt, übt euch in der Technik der Meditation. Übt euch darin, Kontakt zu eurem höheren Selbst zu erhalten. Sorgt dafür, dass es euren Körpern gut geht. Beachtet die Wünsche, die der Körper bezüglich der Ernährung hat. Geht in die Natur. Die Natur hilft euch dabei, euch nach innen zu orientieren. Die Natur ist ein mächtiger Heiler. Und dann visualisiert schon einmal, wie ihr auf der neuen Erde im 5D-Modus leben möchtet. Was ist für dich wichtig? Wie soll sich der göttliche Plan auf der neuen Erde für dich entfalten? Was sind deine Qualitäten? Was kannst du anbieten, damit ein göttliches Miteinander auf der neuen Erde stattfindet? Und es werden auch Menschen gebraucht, deren Bewusstsein jetzt so weit entwickelt ist, dass sie Hilfe geben können den Seelen, die ihren Weg verloren haben. Auch Mutter Erde
wünscht sich euer Licht. Und so strahlt Licht aus, was ihr aus dem Kosmos empfangt. Fühlt eure Schwingungen. Sind sie aufbauend? Seid ihr hochschwingend? Oder seid ihr im Außen orientiert und damit niedrig schwingend? Kontrolliert eure Gefühle. Macht euch zum Beobachter eurer Gefühle. Lernt euch kennen. Fühlt in göttlicher Qualität. Fühlt Liebe, fühlt Frieden, fühlt Gelassenheit. Denkt in göttlicher Qualität. Denkt liebevoll. Aufbauende Gedanken. Gedanken, die euch fliegen lassen. Und tut Göttliches. Überprüft eure Taten. Würde Gott so handeln? Und dann ändert eure Handlungen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es so nicht wäre. Seid euch sehr bewusst, was im Moment für euch nötig ist. Jeder von euch ist von seiner Bestimmung her ein Lichtwesen. So gebt das Licht aus eurem Herzen heraus, in eure Nahrung, segnet die Nahrung, gebt das Licht an eure Mitmenschen weiter, segnet eure Mitmenschen. Geht in die Natur und seht die Schönheit der Natur und seid dankbar dafür, dass Mutter Erde euch immer mit allem versorgt hat. Jetzt ist eure Zeit. Und so versucht mehr und mehr mit Ausdauer, mit Hingabe, mit täglicher spiritueller Übung euren Weg zu gehen. Und Gabriele und Michael bieten euch Unterstützung an, wenn ihr Fragen habt. Und so danke ich heute dafür, dass ihr mir bis hierher gefolgt seid. Und ich lege euch noch einmal in euer Herz den Wunsch von der geistigen Welt, dass ihr doch euren Plan erkennen möget. Denn es ist eine Gelegenheit, die ihr noch nie zuvor hattet. Und ich freue mich, wenn ihr euer Verhalten überprüft, wenn eure Orientierung nun mehr und mehr zum Licht führt. Ich danke euch